Also der 17. Juni 1953 zählt zu den großen revolutionären Ereignissen in der deutschen Geschichte. An diesem Tag und an den Tagen zuvor und danach, also der 17. Juni ist eigentlich eine Chiffre für einen Zeitraum vom 12. Juni bis 21. Juni, kam es in über 700 Städten und Gemeinden der DDR zu Aufständen, zu Demonstrationen, zu Protesten, zu Streiks. Daran haben sich ungefähr 1 Million Menschen beteiligt. Um nur mal die Dimension deutlich zu machen, das ist weitaus mehr, als sich im Herbst 1989 im Oktober an den Protesten Menschen und Orte beteiligt haben. Der Ausgangspunkt für diese gescheiterte Revolution war ein verschärfter Kurs zum Aufbau des Sozialismus. Walter Ulbricht hatte im Frühsommer 1952 auf der zweiten Parteikonferenz der SED verkündet, dass nun die Grundlagen für den Aufbau des Sozialismus gelegt werden würden. Damit war verbunden eine sehr starke Konzentration auf den Aufbau der Schwerindustrie, zugleich eine Vernachlässigung der Konsumgüterindustrie, also für das, was den Menschen gewissermaßen unmittelbar zugutekam. Das Lebensniveau, das ohnehin 7, 8 Jahre nach Kriegsende immer noch sehr knapp war, verschlechterte sich noch mal erheblich. Die Geschäfte wurden leerer, das Geld noch wertloser. Um mal diese Dimension deutlich zu machen: Damals betrug das Durchschnittseinkommen ungefähr 300 Mark, lag 1952 sogar noch darunter. Und zur gleichen Zeit hat zum Beispiel ein Pfund Butter 15 Mark gekostet oder 1 Kilogramm Fleisch 25, 35 Mark. Also es war unbezahlbar. Das führte natürlich dazu, dass verzweifelte Menschen durchaus auch mal 'n Diebstahl begangen haben. Dagegen ist die SED massiv vorgegangen. Und zwar hat sie im Oktober 1952 ein Gesetz verabschiedet, das hieß Gesetz zum Schutze des Volkseigentums. Das war der Versuch, mittels Strafgesetzbuch der Gesellschaften eine sozialistische Eigentumsmoral beizubringen. Herauskam, dass man zum Beispiel für den Diebstahl einer Handvoll Weintrauben, und das ist jetzt keine Übertreibung, sondern das sind ganz konkrete Fälle, 7 Jahre Zuchthaus bekommen hat. Oder für den Diebstahl einer Stange Zigaretten 3 Jahre Zuchthaus. Oder dafür, dass man den Diebstahl von 3 Paar Socken nicht angezeigt hat, weil eine Kollegin das geklaut hat, 2,5 Jahre Zuchthaus. Von solchen Urteilen gab es Zehntausende, was natürlich so 'ne Gesellschaft extrem verunsichert, weil dahinter eben so ein Terrorregime steht. So ließen sich noch eine ganze Reihe von weiteren Beispielen anführen, die zeigen, dass der Staat einen Generalangriff gegen die gesamte Gesellschaft gestartet hatte und niemand davon verschont geblieben ist. Am 5. März 1953 starb Diktator Stalin. Die DDR war 'n Geschöpf Stalins. Die DDR war in jeder Hinsicht zu dieser Zeit abhängig von Stalin. Der Tod Stalins führte zu heftigen Hofkämpfen in Moskau im Kreml, wer der Nachfolger werden würde. Und eine Frage, die dort eine Rolle spielte, war: Wie gehen wir zukünftig mit der DDR um? Können wir uns die noch leisten? Brauchen wir eine andere Deutschlandpolitik? Derweil spitzte sich die Krise in der DDR zu, auch nach Stalins Tod, und nicht nur in der DDR, sondern auch in Polen, in Ungarn, in der CSSR. Im Mai kam es bereits zum ersten Aufstand in der CSSR. Und so haben die Kremlführer, die neuen Kremlführer, die Spitzen der kommunistischen Parteien aus diesen Ländern und eben auch aus der DDR nach Moskau zitiert, um ihnen einen neuen Kurs zu diktieren. Anfang Juni weilte dann Walter Ulbricht in Moskau und ihm ist sozusagen ganz klar bedeutet worden: So geht das nicht weiter. Wenn das noch nur ein paar Tage so weitergeht wie bisher, wird die DDR zusammenbrechen. Es wird keine DDR mehr geben. Wir brauchen einen neuen Kurs. Dieser neue Kurs, der in Moskau diktiert wurde, ist am 9. Juni dem SED-Politbüro verkündet worden. Er ist am 10. und am 11. Juni der Gesellschaft verkündet worden. Und im Kern hatte dieser neue Kurs die Aussage: Wir haben Fehler gemacht, wir werden diese Fehler korrigieren, wir haben sozusagen das Land in eine tiefe Krise geführt. Und es passierte etwas, was in so einer Situation ja nicht überraschend ist.
Die Menschen sagten: „Wenn ihr Fehler gemacht habt und wenn ihr uns so in die Krise geführt habt und wir spüren das ja alle, dann müsst ihr zurücktreten.“ Und ab 12. Juni, kam es allerorten zu Rücktrittsforderungen, zu Streiks. In diesem neuen Kurs war insofern kurios, dass eine sehr große Gruppe nicht erwähnt wurde, es waren nämlich die Arbeiter. Und die Arbeiter, hatten, den Auftrag oder hatten erfahren im Mai, dass zu Ehren von Walter Ulbricht am 30. Juni, sie alle freiwillig die Norm erhöhen sollten. Und Normerhöhung hieß, dass sie de facto weniger Geld verdienen würden. Und das fanden die überhaupt nicht lustig. Und deswegen waren die Arbeiter, die ja traditionell auch immer am besten organisiert sind, waren dann diejenigen, die dann auch die mächtigen Streiks und Demonstrationszüge organisierten. Obwohl es ein Volksaufstand war, spielte aber diese Arbeiter gerade in Großstädten eine besondere Rolle und insbesondere in Berlin. In Berlin kam es dann, über verschiedene Etappen eben zu diesen großen Demonstrationen mit Zehntausenden Menschen, mit vielen Streiks. Ganz Ostberlin war betroffen. Und der Rücktritt der Regierung wurde gefordert, die Freilassung der politischen Häftlinge, die Wiederherstellung der deutschen Einheit. Und am Ende blieb der Besatzungsmacht nichts weiter übrig. Sie wollten ja ihren geopolitischen Faustpfand DDR nicht aus der Hand geben. Die mussten die DDR-Regierung retten, als die sowjetischen Panzer auffahren zu lassen. Das war ein Befehl, der aus Moskau kam. Und letztendlich hat die sowjetische Besatzungsmacht diesen Aufstand flächendeckend niedergeschlagen. Die Ausstellung des DDR-Museums zeigt ja vor allem die 70er und 80er Jahre. Ein Ereignis aus den 1950er Jahren erzählen wir aber natürlich trotzdem, nämlich den 17. Juni 1953. Und zwar hier in dieser Installation, die sich dann eben auch mit der Niederschlagung des Volksaufstands vor allem in Berlin beschäftigt. Der Volksaufstand damals wurde ja relativ schnell von der sowjetischen Besatzungsmacht niedergeschlagen. Und meistens reichte auch schon die bloße Präsenz von den sowjetischen Kampfeinheiten aus, damit sich die Aufständischen ergaben. Gerade in Berlin kam es trotzdem teilweise auch zu dramatischen Szenen. Man muss aber auch sagen, dass ja gemessen auch an der Dimension der Ereignisse glücklicherweise die Zahl der Toten relativ gering blieb. Und trotzdem war natürlich gerade auch dann der Anblick von sowjetischen Kampfpanzern in den Straßen von Berlin für viele Menschen wirklich ein schockierendes Erlebnis. Also man muss sich das mal vorstellen, der Zweite Weltkrieg, der war eben noch keine 10 Jahre her. Hier in unserer Installation zeigen wir deswegen auch ein ganz besonderes Objekt, nämlich dieses Kettenglied eines T-54-Kampfpanzers. Das gehörte vor allem dann zu den Modellen, die dann auch nach 1953 bis zum Ende der DDR dort stationiert waren und ja, erzählt eben auch so ein bisschen die Nachgeschichte dieses Volksaufstands. Interessant ist es dann aber vielleicht sogar ein bisschen weniger, überhaupt nach Berlin zu schauen, sondern vielmehr ja auch in die Dörfer und Kleinstädte, wo sich dieser Volksaufstand natürlich ebenfalls abspielte. Am 17. Juni 1953, genauer gesagt zwischen dem 12. Juni und dem 21. Juni 1953, kam es in 700 Orten der DDR zu Streiks, zu Protestkundgebungen, zu Demonstrationen. Das Besondere an diesen Tagen war, dass es sich nicht nur um einen Aufstand in Großstädten und in mittleren Städten handelte, sondern flächendeckend die gesamte DDR erfasste und darunter auch in vielen Dörfern und in Kleinstädten Unruhe, Proteste sich entwickelten und sich zeigten. Einer der bemerkenswertesten Aufstandsversuche erfolgte in Gommern. In dieser Stadt, in der wir jetzt hier gerade stehen, eine Kleinstadt, 7.000 Einwohner, unweit von Magdeburg gelegen, also in Sachsen-Anhalt. Der größte örtliche Arbeitgeber in Gommern war seit Anfang der 50er Jahre der volkseigene Betrieb Geologische Bohrungen. Dieser VLB Geologische Bohrungen, der liegt so ein bisschen am Rande von Gommern, 3-4 Kilometer zu Fuß entfernt vom Zwiebelturm, dem örtlichen Gefängnis, dem Zentrum, dem Schauplatz der Ereignisse des Volksaufstands vom 17. Juni 1953.
Hier gab es auch eine Betriebsversammlung in dem zum Betrieb gehörenden Saal. Die staatliche Leitung und die Parteileitung des Betriebes hatten am Vormittag des 17. Juni 1953 diese Versammlung einberufen in der Hoffnung, die Proteste, die aufkeimenden Proteste, die Unruhen zu kanalisieren, sie gewissermaßen irgendwie zu beherrschen. Das funktionierte nicht. Wie an vielen anderen Orten in der DDR, an vielen anderen Betrieben, kippte diese Betriebsversammlung gegen die staatliche Leitung, gegen die Partei, gegen den Staat. Und von hier aus, jedenfalls aus dieser Region, formierte sich dann ein Demonstrationszug, ein Protestzug zum Zwiebelturm, zum örtlichen Gefängnis. Hier in Gommern passierten dann zwei Dinge, die man durchaus auch Land auf Land ab in anderen Regionen, in anderen Städten der DDR beobachten konnten. Auf der einen Seite gab es die ArbeiterInnen, die hier in den Ausstand getreten waren und im Prinzip einen politischen Streik, einen sozialpolitischen Streik initiierten. Und am frühen Nachmittag, weil in Magdeburg ja alle Räder stillstanden, kamen hunderte Pendler aus Magdeburg zurück, trafen hier am Bahnhof in Gommern ein. Der ist hier, da wo wir jetzt stehen, 3, 4, 5 Fußminuten nur entfernt und kamen entsprechend aufgewallt mit einer entsprechenden Stimmung hier zurück nach Gommern und wollten also sozusagen auch hier Revolutionen machen und fanden eine Situation vor, in der hier bereits Aufstand und Proteste losgegangen waren. Und diese beiden Gruppen vermischten sich nun. Und dann kommt jemand auf die Idee, lasst uns doch zum örtlichen Zwiebelturm gehen. Und das ist nun interessant, denn der örtliche Zwiebelturm in dieser kleinen Stadt ist das ortsansässige Gefängnis. Und zum Wortführer des Ganzen wird ein Arbeiter ernannt, Werner Mangelsdorf, der eine interessante Biografie hat, weil er nämlich bis vor kurzem noch VP-Angehöriger war, also Polizist. Der ist da entlassen worden, war einigermaßen sauer, war SED-Mitglied, hat sogar mit der Stasi geredet und nun ist er auf einmal sozusagen der Anführer dieses Sturms auf den Zwiebelturm. Und zu diesem Gefängnis führte nun Werner Mangelsdorf eine größere Menschenmenge. Die Berichte von der SED und von der Stadtsicherheit sind ganz unterschiedlich, wie viel das nun waren. In manchen Berichten ist von 400 Menschen die Rede, was in so einer Kleinstadt wie Gommern mit 7.000 Einwohnern schon sehr viele Menschen sind. In anderen Berichten der Stasi und der Polizei sind von 800 Menschen die Rede und es gibt sogar Berichte, da ist von 3.000 Menschen die Rede. Das kann sich natürlich auch im Laufe des Tages oder im Laufe dieser wenigen Stunden immer wieder verändert haben. Und Mangelsdorf und diese hunderten Menschen zogen nun zum örtlichen Zwiebelturm, weil sie etwas wahr machen wollten, was die SED-Führung wenige Tage vorher versprochen hatte. Sie hatten nämlich gesagt, es werden alle politisch motivierten Urteile, so wurde das nicht formuliert, aber darauf lief es hinaus, überprüfen und die zu Unrecht verurteilten und inhaftierten Menschen freilassen. Und die Leute haben gesagt, na gut, wenn das so lange dauert, dann wollen wir nicht warten, dann ziehen wir da einfach hin zu dem Knast und befreien unsere Leute aus dem Gefängnis. Gesagt, getan. Und da gehen wir jetzt hin. Wir fordern folgende Punkte. Erstens, freie und geheime Wahlen in ganz Deutschland. Zweitens, Aufhebung der Zonengrenzen und Abschluss eines Friedensvertrages mit ganz Deutschland. Einen Zusatz zu unseren Forderungen. Sollten sich durch unsere Arbeitsniederlegung Verhaftung oder Repressalien ergeben, ruht die Arbeit so lange, bis die Kollegen wieder in Freiheit sind. Ja, jetzt stehen wir hier an dem berühmten Zwiebelturm in Gommern. Seit dem 19. Jahrhundert befand sich hier ein Gefängnis. Hier haben auch die Nationalsozialisten bereits politische Häftlinge inhaftiert. Und nach 1945 war es dann ein Haftort der sowjetischen Besatzungsmacht und dann ab 1949, 50 der DDR. Hier in dieser, man ahnt das, unwirtlichen Haftanlage waren einige hundert
Häftlinge untergebracht. Und der Demonstrationszug der Arbeiter und Arbeiterinnen, sowohl von dem Betrieb VEB Bohrung als dann auch der Pendler vom Bahnhof, die trafen sich dann gewissermaßen hier am örtlichen Gefängnis. Das ist alles relativ eng beieinander, wenige Fußminuten nur voneinander entfernt. Und als dann hier vor dem Gefängnistor die Forderung erhoben worden ist, die politischen Häftlinge freizulassen, spielte das Gefängnispersonal sogar mit. Die wussten auch gar nicht, was sie tun sollen. Aber es gab ein anderes Problem. Ein Problem, mit dem die Demonstranten nicht gerechnet hatten. Die Häftlinge gingen nicht, sondern die sagten, also wenn, dann wollen wir schon ordentliche oder wenigstens provisorische Entlassungspapiere haben. Und das war dann die große und im Endeffekt tragische Stunde von Eberhard Nachmann, dem ersten Nachkriegsbürgermeister oder einem der ersten Nachkriegsbürgermeister von Gomma 1945, ein Christdemokrat, ursprünglich ein Sozialdemokrat, jedenfalls kein Kommunist. Und der hat sich dazu überreden lassen, diese provisorischen Entlassungsscheine für die Häftlinge zu unterzeichnen. Und Nachmann war derjenige, der diese provisorischen Entlassungsscheine aus dem örtlichen Gefängnis unterzeichnet hat. Das sollte ihm später teuer zu stehen kommen. Er wurde von der Staatssicherheit verhaftet und erhielt viele Jahre Zuchthaus. 1957 ist er vorzeitig entlassen worden und ist sofort in die Bundesrepublik Deutschland geflüchtet. Der Aufstand in Gommern ist relativ schnell durch die sowjetische Besatzungsmacht niedergeschlagen worden. Es sind ein paar Panzer aufgefahren, es ist eine Eingreiftruppe der sowjetischen Armee erschienen und das bloße Antlitz der kampferprobten Soldaten reichte in aller Regel, so auch in Gommern, dass der Aufstand in sich zusammenbrach. Der zum provisorischen Bürgermeister ausgerufene Werner Mangelsdorf, der bekam von seinem Chef, dem Betriebsdirektor vom VEB Bohrung, den Hinweis, dass er nun gesucht werden würde und dass er verhaftet werden soll. Deswegen ist Mangelsdorf am 18. Juni 1953 zunächst nach Ostberlin geflüchtet. Werner Mangelsdorf, mit dessen Namen sich eben auch dieser Ort auf Ängste verknüpft, auch wenn es viele nicht wissen, wahrscheinlich auch viele in Gomma nicht wissen. Er hatte noch ein tragisches Schicksal zu erdulden. Der einstige Volkspolizist, der vor 1953 war, der frühere geheime Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit, der vor dem 17. Juni 1953 war, der Arbeiter. Er flüchtete nach Ostberlin, der wollte gar nicht abhauen, war ein junger Mann. Und dann nach 14 Tagen ist er doch in die Westsektoren Berlins geflüchtet und hat sich dort den Behörden gestellt. Was nun passiert, hört sich alles an wie eine schlecht ausgedachte Räuberpistole in einem schlecht gemachten Film. Allein es war die Realität des Lebens von Mangelsdorf. Er wurde Mitarbeiter verschiedener westlicher Dienste. Am intensivsten mit dem französischen Geheimdienst hat er zusammengearbeitet. Zugleich hat er Heimweh gehabt. Er reaktivierte seine alten Kontakte mit dem Ministerium für Staatssicherheit und arbeitete wieder als geheimer Informator für die Stasi von West-Berlin aus und gab Informationen über die Vereinigung 17. Juni, das damals noch Komitee 17. Juni hieß, das sich gegründet hatte im Sommer 1953 aus geflüchteten Streikführern, Aufstandsteilnehmern vom 17. Juni. Werner Mangelsdorf hat sich mehrfach mit Offizieren des Ministeriums für Staatssicherheit getroffen. Zur gleichen Zeit lief hinter den Kulissen die große Frage bei der Stasi ab, wer hat den ganzen Volksaufstand initiiert. Die Stasi bekam von der SED-Führung den Auftrag, die westlichen Hintermänner dieses Aufstands auszumachen und zu überführen. Die Stasi scheiterte. Es gab diese westlichen Hintermänner einfach nicht. Also mussten welche konstruiert werden. Es wurden 4 Personen dafür gewissermaßen haftbar gemacht. 3 Personen, die in westlichen Institutionen arbeiteten, und Werner Mangelsdorf. Werner Mangelsdorf wurde überlistet, unter anderem auch mit Hilfe der Verlobten seines Bruders, die nun auch für die Stasi arbeitete und die ihn in eine Falle lockte.
Er wurde Mitte Januar 1954 verhaftet. Seine Schwägerin in Spee, die blieb ein paar Wochen lang in so einer Art Schutzhaft, damit man ihre Legende aufrechterhalten konnte. Dann kam die raus. Ihr Verlobter, der Bruder von Werner Mangelsdorf, Hans Mangelsdorf, ist schon im Dezember 1953 verhaftet worden und erhielt 5 Jahre Zuchthaus. Und Werner Mangelsdorf, er ist im Januar in die Verliese des Ministeriums für Staatssicherheit eingefahren und ist am 16. Juni 1954 zu einer der Hauptfiguren in dem größten Prozess, den es gab im Zusammenhang mit dem 17. Juni, in dem die angeblichen Hintermänner des Aufstands verurteilt, der Weltöffentlichkeit vorgeführt und gerichtlich verurteilt werden sollten. Und Werner Mangelsdorf war einer von ihnen. Er erhielt eine hohe Zuchthausstrafe für Dinge, die er nicht getan hat. Er ist 1960 aus dem Zuchthaus rausgekommen, ist dann nach Westberlin gegangen und als junger Mann oder in einem jungen Alter 1977 in Westberlin verstorben an den Spätfolgen der Haft. Ich selber war mal in Gommern und das war eines meiner tollsten Erlebnisse, die ich als Historiker jemals hatte. 2006 während der Fußball-Weltmeisterschaft. Das ist jetzt ungefähr 20 Jahre her und die Veranstaltung fand genau in diesem Haus hier statt, also in dem Gemeindesaal, in dem Sitzungssaal. Ein ganz toller, modernisierter Veranstaltungssaal, ein paar hundert Meter vom Zwiebelturm entfernt, tolles Städtchen. Kein Mensch ist da. Natürlich ist da kein Mensch. Alle gucken Fußball-WM. Ich bin total sauer, laufe zum Zwiebelturm, gucke da so ein bisschen, denke, bevor ich wieder abfahre, gehe ich nochmal in den Veranstaltungssaal, komme so um die Ecke und auf einmal überall Menschen. Und ich dachte, was ist hier los? Wow. Tatsächlich war der ganze Saal voll. Die Leute standen hier noch so die Treppe runter bis in den Hof. Es interessierten sich diese hunderten Menschen nicht für das Fußballspiel, sondern dafür, was 50, 55 Jahre vorher in ihrer Stadt am 17. Juni stattgefunden hat. Für mich wurde das eine meiner bewegendsten Veranstaltungen, die ich je in meinem Leben hatte. Und das waren viele Hunderte. Und dann habe ich so mein Zeug über Gommern erzählt, 2006, über meine Forschung zum 17. Juni. Und als ich fertig war, passierte etwas wirklich Unglaubliches. Die Leute diskutierten, erzählten, redeten. Und es waren eine ganze Reihe Menschen da, die zum ersten Mal seit 1953 überhaupt über den 17. Juni redeten und noch viel besser, die nach ihrer Flucht aus Gommern nun zum ersten Mal wieder in ihre Heimatstadt zurückgekehrt waren. Es war wirklich großartig, was ich da erlebt habe, wie die Leute 50 Jahre nach diesen Ereignissen miteinander ins Gespräch kamen, miteinander weinten, miteinander entsetzt waren, zum ersten Mal wieder miteinander redeten. Das war eben auch Gommern. Toll. Ich glaube, nicht nur ich hatte dann an diesem Abend dieses wichtige Fußball-Länderspiel vergessen, nicht mehr im Kopf, sondern habe hier wirklich eine bewegende historische Stunde erlebt und erlebt, wie nachhaltig Geschichte eben auch Jahrzehnte später noch für Menschen sein kann, wie sie es prägt, wie sie es aufwühlt, wie sie darüber ins Gespräch kommen. Ein denkwürdiger Tag hier in Gommern. Also ich glaube, wenn man die DDR verstehen will, dann muss man den 17. Juni verstehen, 1953, man muss den Mauerbau verstehen und man muss die Revolution von 89 verstehen. Das hängt alles das steht alles auch in einem Kontext, natürlich nicht in einem kontinuierlichen, sondern mit vielen Brüchen. Aber wenn man sozusagen sich über diese Ereignisse in der geschichtlichen Betrachtung forthangelt, dann wird man sehr gut verstehen, welche Potenzen es da gab, welche Herausforderungen, welche sozusagen auch Alltäglichkeiten. Und das kann man natürlich sehr gut runterbrechen, indem man zum Beispiel in so eine Kleinstadt wie Gommern geht, um in so einer Kleinstadt wie Gommern genau diese auch großen Bruchlinien nachzuvollziehen. Denn die Geschichte ist eben nicht nur etwas, was sich immer auf den Spitzen der Berge abspielt, sondern eben auch überall und auch in den Niederungen. Gommern ist keine Niederung, aber Gommern ist eine überschaubare Einheit und da kann man auch diese Geschichte der DDR, die Diktaturgeschichte, die Alltagsgeschichte, die Gesellschaftsgeschichte sehr genau sich anschauen und wird sie da vor allen Dingen auch in ihrer Vielfalt vielleicht sogar noch besser begreifen.